begrüße euch auch ganz herzlich in dem wunderbaren Namen Jesus. Es ist schön, dass ihr da seid. Es sieht zwar komisch aus wie die verirrten Schafe, aber ihr seid da und ihr hört die Stimme des Hirten und das ist wunderbar. Wir wollen zusammen noch ein Stück Gottes Wort hören. Ich habe gestaunt, wie Gottes Geist uns doch leitet, wie Toni geleitet wurde. Ich möchte heute Morgen noch etwas sagen über die Kraft des Namens Jesus. Wer kennt den Namen Jesus? Kennt ihr den? Kennt ihr auch die Kraft des Namens Jesu? Ja? Ja, vielleicht die einen will jetzt gar nichts mehr sagen. Ja. Aber ich möchte trotzdem uns einiges aus Gottes Wort vorlesen und auch weitergeben. Ich möchte ein paar Verse lesen aus 2. Petrusbrief, Vers 2 und 3. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Ja, mein Wunsch ist es, dass er immer mehr mit Gnade und mit Frieden beschenkt wird, sodass ihr Jesus, unseren Herrn und Gott, immer besser kennenlernen. Möchten wir Jesus, möchten wir ihn immer besser kennenlernen? Ja, und da ist es wichtig, dass wir auch seine Kraft kennenlernen. Die Kraft, die in dem Namen Jesus steckt, ist etwas ganz Gewaltiges. Da wollen wir ein bisschen reinschauen heute Morgen. Ja, um zu sehen, was meint Jesus, was meint die Heilige Schrift hiermit. Dadurch, durch diese selbe mächtige Kraft hat er uns seinen kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Durch diese Kraft hat er uns alle seine Zusagen geschenkt, die hier im Worte Gottes uns verheißen sind. Wir sind reich, wir sind beschenkt. Ja, Gott meint es gut mit uns. In Römer 1, Vers 16, da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Schwachheit. Was ist es? Eine Gotteskraft oder Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der an ihn glaubt. Das brauchen wir, diese rettende Kraft, die wir bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben. In 1. Korinther 1, Vers 18 lesen wir, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft vom Kreuz die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die uns gegeben ist, für die Juden und auch für die Heiden, für die Nichtjuden, ist Jesus Gottes Kraft. Wow! Kennen wir Jesus? Kennen wir ihn? Wollen wir ihn von ganzem Herzen nachfolgen und ihn lieben? Dann erleben wir auch seine Kraft. Ich habe ein dickes Buch gekriegt von unserer lieben Brigitte, von ein Jude, soviel ich weiß, und er legt also das prophetische Wort aus. Ja, manche Dinge sind für mich nicht so wichtig, doch interessant zu lesen, aber er hat in einem Artikel geschrieben, ihr Lieben, was wir auch immer wieder betonen, er ist Jude, er ist Christ, dass wir, wenn wir gläubig geworden sind, die Kraft des Heiligen Geistes, die Taufe im Heiligen Geist empfangen müssen, um bei der Entrückung dabei zu sein.
Ich habe gestaunt darüber, weil das viele nicht trauen, zu schreiben oder zu sagen. Diese Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die brauchen wir, um bei der Entrückung dabei zu sein. Sonst sind wir zurück. Und bleiben wir zurück, ihr Lieben. Dieser Heilige Geist ist wie ein Magnet, der uns zum Jesus, zum Vater zieht. Der uns in die Herrlichkeit, in die Sphäre zieht. Und diese Kraft brauchen wir. Viele sagen, sie brauchen sie nicht. Aber wir brauchen sie umso mehr. Je länger, umso mehr. Diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft Gottes, die uns herausbringt, auch aus unserer Lethargie oft. Auch jetzt, wenn man manche Menschen hört, ja, ich bin eingesperrt und ich kann nicht raus und wenn sie Jesus nicht haben und diese Kraft nicht kennen, dann glaube ich, dass sie kraftlos sind, mutlos sind, dass sie hilflos sind. Ohne den, der unsere Kraft und unsere Hilfe ist, sind wir doch verloren. Wir können machen, was wir wollen. In Johannes 16, Vers 23 und 24 heißt es, wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten und er wird eure Bitten erfüllen, warum? Weil ihr in meinem Namen bittet. In diesem Namen Jesus liegt die Kraft darin, dass wenn wir bitten, wenn wir den Vater bitten um Errettung, wenn wir den Vater bitten um den Heiligen Geist, im Namen Jesu bitten, wird er ihn uns geben. Und wir brauchen nicht mal mehr über Jesus bitten, sondern wir dürfen direkt zum Vater gehen. Aber in dem Namen Jesus. Er hat uns seinen Namen gegeben und diesem Namen ist die Kraft der Erlösung, die Kraft der Sündenvergebung, die Kraft, dass er uns zum Vater zieht, dass wir in einem Reich sein dürfen, wo der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind. Jetzt aber sagt ihr, Johannes, bis jetzt habt ihr das noch nicht getan. Ihr habt noch nicht gebetet. Warum? Weil ihr noch nicht in der Fülle der Kraft seid, weil euch noch Mangel ist. Darum betet mich und ihr werdet nehmen, dass eure Freude vollkommen ist. Oder Amen sagen? Ja, also wir dürfen auch unsere Masken, wenn es so lästig ist, bei der Predigt wegnehmen. Du singst und spuckst ja nicht höchst, wahrscheinlich nicht gegen mich. Ja. Aber zum Singen oder sonst so machen wir es wieder hin. Manche haben Probleme auch. Ja, aber in der Kraft Gottes überstehen wir auch das. Halleluja, in der Kraft Jesu überstehen wir auch das, was uns jetzt auferlegt worden ist. Wenn unsere Freude vollkommen ist in Jesus, dann können wir auch voller Zuversicht zu ihm kommen, voller Glauben und Vertrauen. Voller Glauben und Vertrauen. Wenn wir uns erinnern an die blutflüssige Frau, sie sprach in ihrem Herzen, wenn ich nur in seine Nähe komme, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, dann werde ich geheilt. Bist du krank heute Morgen? Dann sag, wie diese Frau, wenn ich nur den Saum seines Gewandes heute Morgen berühren kann, dann werde ich heil. Ich werde errettet. Ich werde erleben, dass die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in meinem Leben will. Sie wird mich erneuern.
Und diese Kraft und diese Verheißung haben wir, dass unser Leib von Tag zu Tag erneuert wird. Staunen als drüber, dass wir so Kraft haben. Auch ich bin ja auch nicht der Jüngste, ich bin keine 20 mehr, keine 40 mehr, schon ein ganz Stück drüber. Aber ich freue mich jeden Morgen über die Kraft, die ich erleben darf. Wenn ich morgens aufstehe und Gott preise neu Sprachen und ihn bitte, Heiliger Geist, komm, fließe mir zu. Da kommt die Kraft, oft spürbar. Ja, sie bewegt mich ganz. Diese Kraft, die in dem Namen Jesus steckt. Diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft des Glaubens, die wir haben. Diese Frau, diese Blutflüssige, sie berührte den Saum des Kleides oder des Mantels von Jesus und sie war gesund. Kannst du glauben, dass das für dich trifft? Dass das für dich eintrifft? Ihr Lieben, wir haben manchmal so ein verkehrtes Denken. Wir meinen manchmal, wir müssen ganz bestimmte Dinge tun, um Gott zu gefallen. Mit deinem Tun kannst du Gott nicht gefallen. Sondern du kannst ihm nur gefallen durch die Gnade Jesu Christi, die er für uns hat. Nur durch diese Gnade Jesu Christi und durch das Blut Jesu Christi sind wir vollkommen, sind wir geheiligt, sind wir bereit, sind wir Gottes Kinder. Und so dürfen wir kommen, wie wir sind. Du musst nicht besser werden. Du musst jetzt nicht dies und jenes nicht mehr tun. Du darfst mit dies und jenem zu Jesus kommen heute Morgen. Du darfst sagen, Jesus, hier bin ich. Ja, hier ist mein Mist, den ich in meinem Leben habe, der mich quält, der mich drückt. Nimm's weg. Ich bitte dich im Namen Jesus. Und er wird es tun. Er wird es tun. Und du wirst frei sein. Und du wirst zum ersten Mal erleben, dass diese Kraft Gottes im Namen Jesus auch in deinem Leben wirksam wird. Hast du Gewissheit, dass du zu Jesus kommen kannst mit allem, was dich ängstigt? Wisst ihr, Angst ist ein schlechter Berater. Furcht ist ein schlechter Berater. Wer sich fürchtet, der glaubt nicht. Wer sich fürchtet, ist nicht in der Liebe Jesu. Furcht beraubt dich. Furcht beraubt dich. Angst beraubt dich. Nimm dir deinen Glauben. Nimm dein Vertrauen. Nimm dir deine Kraft. Wie ist es denn, wenn du in Furcht bist? Du musst ins Krankenhaus oder du musst irgendwo hin, wo du noch nie warst und es ist ein schwieriger Termin. Da kommt Furcht auf. Oh, wie wird das sein? Kann ich da auch richtig reden? Kann ich das auch richtig machen? Oh weh, oh weh. Diese Furcht beraubt dich deiner Kraft und du schlotterst mit den Knien und sagst, oh liebe Zeit, wenn es nur schon vorüber wäre. Furcht beraubt dich deiner Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja! Oh, wie wunderbar ist es, Freude zu haben. Freu dich in all deinen Kämpfen. Freu dich, wenn du ein Problem hast, weil du dieses Problem Jesus bringen darfst. Freu dich darüber, denn die Freude ist unsere Kraft. Die Furcht beraubt dich auch deiner Liebe zu Jesus. Und es schiebt sich etwas dazwischen. Die Furcht blendet dich. Die Furcht, das ist gerade, ja, wenn man die komischen Masken aufhat und man will sprechen oder singen und da geht der Dampf hoch und die Brille beschlägt sich. Da sehe ich nichts mehr. Ja? Und so ist die Furcht in unserem Leben. Ja? Wir haben
nicht mehr die enge Beziehung zu Jesus. Da ist etwas, die Furcht schiebt sich dazwischen. Der Unglaube schiebt sich dazwischen. Und du hast keine Sicherheit mehr. Du kannst dich nicht mehr richtig freuen. In Lukas 8, Vers 25 lesen wir von den Jüngern, als sie mit Jesus auf dem See Genezareth waren. Der See Genezareth ist ein wunderbarer See. Wir sind drauf gefahren mit dem Schiff, aber der See Genezareth kann sehr, sehr gefährlich sein, weil er so zwischen den Bergen, zwischen den hohen Bergen liegt und da können sich die Winde so richtig aufpeitschen. Und da drin waren die Jünger und Jesus. Und es kam ein heftiger Sturm, sagt die Bibel. Ein so heftiger Sturm, dass sie verzweifelt waren und haben gesagt, oh Meister, komm doch auf, sonst kommen wir um. Sie waren nicht mehr fähig, das Boot zu steuern. Sie waren nicht mehr fähig, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, das die Wellen hereingeschleudert haben. Oh Herr Meister, mach auf, wir gehen unter, wir kommen um. Sie hatten so starke Furcht, dass es ihnen nicht mal mehr bewusst war, dass Jesus, der Meister, der über allem steht, bei ihnen im Boot ist. Ich sagte heute Morgen, Jesus ist mit dir in deinem Boot. Er sitzt mit dir in deinem Boot. Und wenn du den Eindruck hast, er schläft, er ist da. Er ist da und er wird dich retten. Und ich habe gestaunt darüber, was die Jünger für Kerle waren. Als Jesus den Sturm gestillt hatte, was war da? Jetzt hatten sie noch mehr Furcht. Jetzt hatten sie noch mehr Furcht. Ja, wer ist dieser, dem Sturm und Wellen gehorchen? Ja, wer ist dieser? Sie kannten doch ihn, den Meister. Sie wussten doch, wer er ist. Sie wussten doch, dass er Sünden vergeben kann. Sie wussten doch, dass er Kranke heilt, dass er Tote auferweckt, dass er jedem Problem begegnet in seiner Art. Sie kannten ihn doch. Und jetzt fragen sie, ja und? Wer ist dieser, dass ihm Sturm und Wellen gehorchen? Schlagen manchmal auch die Wellen in dein Boot. Und dann betest du und die Wellen hören auf. Du weißt gar nicht warum. Liebe Geschwister, was mir so in meinem Leben bewusst geworden ist, wenn Jesus hineinkommt und Jesus dein Gebet erhört, dann vergiss nicht, ihm zu danken für das, was er getan hat. Vergiss nicht zu danken, weil Undank, ja, Volksmund sagt man schon, Undank ist der Weltlohn, aber Undank gegen Gott, das ist Ungehorsam. Das Volk Israel im Alten Testament, da sagt Gott einmal, ich will dich in die Irre laufen lassen, weil du so undankbar warst mir gegenüber. Du hast mir nicht gedankt für deine Rettung, hast mir nicht gedankt für Wasser aus dem Felsen, hast mir nicht gedankt für Manna, du hast mir nicht gedankt für Wachteln, du hast nur gemurrt, hast dich aufgeblasen, ja, wie so ein Fisch. Angst macht uns kraftlos. Angst hindert uns, hineinzukommen in die ganze Fülle Gottes, die er uns verheißen hat, wie wir am Anfang gelesen haben. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Er hat uns alles gegeben.
alles. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Furcht zerstört deinen Glauben. Wenn du fürchtest, dass Gott dich nicht heilt, dann hast du schon verloren. Gott dürfen wir vertrauen. Ihm dürfen wir glauben, wenn er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe, der er war und der er sein wird. Furcht ist nichts Gutes. Manche Menschen sind in Furcht und Angst so verloren, dass sie mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Manche nehmen sich sogar das Leben, weil sie so Furcht haben vor all dem, was auf sie zukommt. Jesus sagt, vor wem wir uns fürchten sollen. Vor wem sollen wir uns fürchten? Vor dem, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann, nämlich Gott. Vor dem sollen wir uns fürchten. In Jesaja, da habe ich gestaunt, als ich da gelesen habe. In Jesaja, da gibt es so viele Bibelstellen, wie Gott sagt, fürchte dich nicht. In Jesaja 7, Vers 4, fürchte dich nicht. In Jesaja 10, Vers 24, fürchte dich nicht. Jesaja 37, Vers 6, fürchte dich nicht. Jesaja 41, Vers 10 und 13, Vers 14, 43, Vers 5, 44, Vers 2 und Vers 8 und 51, Vers 7 und 54, Vers 4. Fürchte dich nicht. Nur in Jesaja steht es so oft, fürchte dich nicht. Ach, wie schön ist es doch, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Denn ich habe dich erlöst. Halleluja. Und wenn Gott uns erlöst hat, vor wem sollten wir uns noch fürchten? Fürchte dich nicht. Nichts kann dich mehr von seiner Liebe trennen. Keine Gefahr. Nichts. Du bist getrost. Du darfst dich freuen. Jesaja 43, 1 und 2. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Halleluja! Halleluja! Stehst du im Feuer? Stehst du im Wasser? Sei getrost, fürchte dich nicht. Ich, der Herr, bin bei dir. In 1. Johannes 4, Vers 17b und 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die muss raus. Wo Vertrauen, wo Liebe ist. Ich fürchte mich nicht vor meiner Frau. Ich liebe sie. Sie liebt mich. Wenn sie auch mal ihr Gesicht verzieht. Ich liebe sie trotzdem. Und ich fürchte mich nicht. Und so liebe ich auch Jesus, meinen Herrn. Und ich fürchte mich nicht vor ihm. Wenn er auch sagt, wenn du meinem Wort nicht gehorsam bist, werden diese Flüche über dein Leben kommen. Wenn du gehorsam bist, wird der Segen Gottes mit deinem Leben sein. Furcht ist nicht in der Liebe. Vertrau doch auf diese Kraft, die in dem Namen Jesus uns gegeben ist. Jesus ist der Name über alle Namen. In diesem Namen dürfen wir Heilung und Errettung erfahren.
In Apostelgeschichte 3, Vers 4 bis 8 lesen wir, Petrus und Johannes gingen in den Tempel, um zu beten, und da lag einer vor dem Tempel und war lahm. Und er sprach sie an und wollte etwas Geld von ihnen haben. Und Petrus schaute ihn an und sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir in dem Namen Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Und er fasste ihn an der Hand und er stand auf. Seine Füße und seine Knöchel wurden fest. Halleluja! In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Haben wir einen Chorus. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Was ich dir gebe, oder was ich habe, gebe ich dir. In dem Namen von Jesus. Jesus sagt oft zu den Menschen, die er geheilt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt können wir meinen, ja, ich muss einen Mordsglauben entwickeln und ich muss auch den laut überall proklamieren, was ich glaube und wie stark ich glaube, und an meinen Glauben kommt keiner ran. Ach Quatsch. Glaube einfach an die Kraft Jesu Christi, die in seinem Namen steckt. An diese Kraft. Nicht an den, der für dich betet, nicht an irgendeinen Umstand, sondern glaube allein an den Namen Jesus Christus von Nazareth. Und du wirst gesund werden. Halleluja! Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird in dir wirksam. Als Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi waren, und da lesen wir von ihnen, dass sie mitten in der Nacht Lobpreis gemacht haben, gesungen haben, dass die ganzen Gefangenen es gehört haben. Und das ganze Gefängnis wurde erschüttert durch ein Erdbeben und die Gefangenen wurden frei. Und da heißt es, dass es, und bezeugt es auch, dass es die Kraft Gottes, die Kraft Jesu Christi war, die sie befreit hat. Weil sie einen Lahmen geheilt hatten. Aber als sie zur Verantwortung gezogen wurden, da konnten sie nur erklären, nicht wir haben das getan, nicht aus unserer Kraft. Ihr Lieben, nicht aus unserer Kraft beteuern sie, sondern in diesem Namen Jesus Christus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, in dessen Namen wurde dieser Mann geheilt. In Apostelgeschichte, da lesen wir weiter auch von der Sklavin, die hinter Paulus und Silas herlief und immer wieder gerufen hat, diese Männer sind Männer Gottes des Höchsten, die euch das Heil verkündigen. Ja, was war da jetzt verkehrt dran? Die Frau hat doch die Wahrheit gesagt. Was war da jetzt verkehrt dran? Eigentlich hätte doch Paulus und Silas sich freuen müssen. Die macht Reklame für uns. Ja, die macht Reklame, die ruft, Leute, da müsst ihr hingehen. Die Aussage war richtig, aber die Frucht ist falsch, die da rauskam. Oder die da zu sichtbar wurde. Warum? Weil sie durch dämonische Kräfte gesprochen hat, weil sie unter der Kraft der dämonischen Herrschaft stand. Und am Ende
hätten die Dämonen jubiliert. Wow, wir waren's. Ja, wir. Und Paulus wurde so grimmig, er wurde so böse darüber, dass diese Frau immer hinterher rief. Das sind die Männer Gottes, die euch das Heil verkündigen. Und er streckte seine Hand aus und sagte, fahr aus dieser Frau. Und augenblicklich war sie frei. Durch die Kraft Gottes, durch die Kraft Jesu Christi war sie frei geworden in dem Namen Jesus. Welch ein Name voller Kraft, voller Herrlichkeit und Macht. Nichts ist vergleichbar diesem Namen. Halleluja. Wunderbar. Jesus ist wunderbar und sein Name ist wunderbar. Und Jesus, er hat seine Jünger beauftragt, hinzugehen in alle Welt und Menschen das Evangelium zu verkündigen und sie zu taufen. Auf was? Auf diesen Namen Jesus Christus. Dieser Name ist der Name, der uns Leben bringt. Dieser Name, er ist der Name, der uns Heil bringt und Errettung bringt. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, die 12 und dann die 72, um Menschen zu heilen, das Evangelium zu verkündigen, um den Menschen die Botschaft von der Erlösung, die Botschaft der Errettung zu verkündigen. Und er gab ihnen Vollmacht, er gab ihnen die Kraft. Und als sie zurückkamen, da jubelten sie und sagten, ja, und sind sogar die bösen Geister untertan. Ja, sagt Jesus, ja, aber freut euch nicht so sehr darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch, dass ihr Gottes Kinder seid, dass ihr diesen Jesus, diesen Messias kennengelernt habt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Diese Kraft von Jesus, diese Kraft in diesem Namen Jesus und der Vater und Jesus sagt, das, was wir bitten in dem Namen Jesus, wird er uns geben. Vergessen wir nicht, in dem Namen Jesu Christi ist uns Heil und Heilung geschenkt. Und du wirst erleben, wenn du ihn gebrauchst, dass du frei wirst, dass du los wirst von deiner Sucht, dass du los wirst, ja, von deiner Angst, von all dem, was dich niederbeugt und niederdrückt. Fürchte dich nicht, auch in dieser Zeit jetzt. Lass dich nicht von den Meinungen, die auch im Internet, die auch in YouTube und was weiß ich, also ich habe gestern da auch noch was angeschaut und was gelesen. Es ist ja, was für Verschwörungstheorien da weitergegeben werden. Leute, schaut euch den Grusch doch nicht an, das ist nicht wert zu lesen. Nur damit ihr Angst habt, was kommt, nur damit, dass der Feind euch beunruhigen kann. Haben wir nicht Jesus Christus, unseren Herrn, der verheißen hat, alle Tage bei uns zu sein, bis zum Ende der Zeit? Haben wir ihn nicht? Haben wir nicht die ganzen göttlichen Verheißungen? Wir brauchen doch diese Verschwörungstheorie nicht mehr. Wer jetzt der Antichrist ist, ich garantiere, es wird ein anderer sein, als den man jetzt meint. Es wird ein anderer sein. Er kommt
so schön und so scheinbar und so heilig und so angenehm. Aber wehe, wenn er sein Gesicht dann zeigt. Glauben wir, unser Herr Jesus ist mit uns alle Tage. Auch jetzt, in dieser Woche, an diesem Tag. Geh mit ihm, vertraue ihm, glaube seinem Wort und du wirst erquickt werden. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Vielleicht hast du ein Problem, das dich schon lange quält, das dich schon lange drückt und es dich nicht verändert. Glaube, vertraue. Sei stille in deinem Herrn und sage, Jesus, du hast gesagt und du hast gesagt. Und das steht in der Bibel. Jesus, als er vom Feind angegriffen wurde, sagte, und es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und es steht geschrieben. Vertrauen wir doch dem Wort Gottes. Und du wirst Frieden finden, Frieden erleben, Freiheit und Erlösung. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und auch an jedem neuen Tag. Gott segne euch.